Wake up in the morning, feeling light and free, learning to laugh like the waves in the sea. Gonna find my rhythm, gonna find my way. Through the ups and downs, I'm gonna seize the day, smiling with the sunshine, feeling oh so bright, letting go of worries. Wir sprachen über das Lachen, erklärte der Blinde bündig. Die Komödien wurden von Heiden geschrieben, um die Leute zum Lachen zu bringen. Und das war schlecht. Unser Herr Jesus hat weder Komödien noch Fabeln erzählt, ausschließlich klare Gleichnisse, die uns allegorisch lehren, wie wir ins Paradies gelangen. Und so soll es bleiben. Ich frage mich, sagte William, warum ihr so abweisend seid gegen den Gedanken, dass Jesus gelacht haben könnte. Ich für meinen Teil halte das Lachen durchaus für ein gutes Heilmittel, um die Leiden des Körpers zu kurieren, insbesondere die Melancholie. Das Lachen schüttelt den Körper, entstellt die Gesichtszüge und macht die Menschen den Affen gleich. Die Affen lachen nicht. Das Lachen ist dem Menschen eigentümlich. Es ist ein Zeichen seiner Vernunft, entgegnete William. Auch die Sprache ist ein Zeichen der menschlichen Vernunft. Und mit der Sprache kann man Gott lästern. Nicht alles, was dem Menschen eigentümlich ist, ist deswegen auch schon gut. Das Lachen ist ein Zeichen der Dummheit. Was der blinde Mönch Jorge de Burgos aus Umberto Ecos Roman Der Name der Rose verkündet, hört sich beinahe wie eine Beschreibung der glücklicherweise längst veränderten Gesinnung der Bürger eines Volkes in Mitteleuropa an, die ihre kleinen knuddeligen Babys nur noch in Ausnahmefällen ernst nennen. Laut Auskunft des Statistischen Bundesamtes waren das im Jahr 2023 genau 0. Allerdings sind wir trotzdem noch lange nicht über den Berg, was das Lachen betrifft. Das fällt auch Besuchern aus den USA auf. Ein Amerikaner bemerkte bei Deutschen: That definitely is very German. Complaining about rules or just complaining in general. That's a very complaining is a very German thing. Der heutige Podcast ist ein Plädoyer für den Humor. Und wer sich ein wenig mit der Theorie der Blütenessenzen auskennt, der weiß, dass es da reichlich Unterstützung aus der Natur für uns gibt. Es heißt ja, dass die Pflanzen sich dort ansiedeln, wo sie gebraucht werden. Ist der Boden sauer, kommen andere Pflanzen als auf basischem. Eine kleine, aber überaus hartnäckige Pflanze namens Sauerklee siedelte sich in den Ritzen zwischen den Steinen meiner Terrasse an und wäre nur mit unfairen Mitteln dort wieder wegzubekommen, Feuer oder Gift. Mein Versuch, sie im Garten anzusiedeln, scheiterte jedoch kläglich. Gibt man ihr Freiheit, sich ungehindert auszubreiten, geht sie ein. Sauerklee mag's halt, wenn's eng ist. Die sogenannten Hexenkräuter meiden die menschliche Gesellschaft. Als jemand in meiner Nachbarschaft verstarb, siedelte sich danach der Stechapfel im Garten an. Als anschließend wieder ein menschliches Wesen dort einzog, zog der Stechapfel wieder aus. Deshalb ist es für die Blütenleute immer ein Hinweis, was in der unmittelbaren Umgebung desjenigen zu finden ist, der mit irgendeiner inneren Not zu kämpfen hat und die Hilfe der Essenzen sucht. Die Beobachtung von Annäherung und Entfernung der lebenden Pflanzen funktioniert leider nicht mehr wie im Mittelalter. Heute wird ja vieles einfach weggespritzt, was einem nicht ins Konzept passt. Ein Großteil des Bodens ist betoniert und versiegelt, die Bewegungsfreiheit der Pflanzen ist eingeschränkt. Und die einen Schottergarten ihr eigen nennen, verhindern damit aktiv, dass Hilfe sie erreichen kann. Doch trotz der verringerten Aussagekraft der natürlichen Wanderung der Pflanzen haben sie Mittel und Wege gefunden, die von Menschen auferlegten Beschränkungen zu unterlaufen. Ein ganz perfider Trick. Sie machen sich hübsch, duften betörend, schützen vor den neugierigen Blicken der Nachbarn oder schmecken einfach gut. Dadurch müssen sie nicht mehr selbstständig wandern, sie lassen sich einfach abholen. Und schon sieht man sie in der Nähe der Menschen,
denen sie dienen könnten. Zum Beispiel, um ihre Lachmuskeln aus der Anspannung zu erlösen. Da wäre zum Beispiel die Kapuzinerkresse, die ihren Weg nach Europa zu uns im 17. Jahrhundert fand. Ursprünglich stammt sie aus Südamerika, genauer aus Peru. Ihre Blüten sind eine Freude für die Augen, aber auch essbar. Sie geben dem langweiligen Salat eine aufregende visuelle Note und dem Körper Vitamin C. Aber nicht nur das, sie besitzt Wirkstoffe gegen Bakterien und Pilze und soll mit Hilfe ihrer Senföle selbst gegen Viren etwas ausrichten können. Hat aber, glaube ich zumindest, in der Corona-Zeit niemand probiert. Chance verpasst. Ihre Wirkung als Blütenessenz können wir uns ähnlich vorstellen, nur halt auf der seelischen Ebene. Denken und Verstand sind ja überaus nützliche Dinge, haben aber auch den Nachteil, gelegentlich Überhand zu nehmen. Ein typisches Blütenmittel für die, die damit zu kämpfen haben, ist die weiße Kastanie, White Chestnut von Edward Bach. Meine Wortwahl legt schon nahe, was das Problem bei ihnen ist. Sie kämpfen gegen die Übermacht des Denkens, mit inneren Selbstgesprächen, in denen sie Beunruhigendes auffühlen und innerlich wiederkäuen und dadurch lebendig erhalten, auch wenn das Ereignis, um das es sich dreht, schon lange zurückliegt. Während White Chestnut etwas für den hoffnungslos Meditierenden ist, der seine Gedanken innerlich loszulassen lernen will, nutzt die Kapuzinerkresse eine alternative Strategie. Sie bietet nämlich Alternativen an. Ein Kitzeln im Kopf, das gegen nichts kämpft oder es zu unterdrücken versucht, sondern Lebensfreude, Ausgelassenheit, Fröhlichkeit anbietet. Wenn man diese fröhliche Seite des Lebens vernachlässigt und sich innerlich fühlt wie zerknittertes, ausgeblichenes Papier, dann ist Kapuzinerkresse keine schlechte Wahl. Die Energie dieser gelb-orange blühenden Pflanze ist für alle, die das Lachen verlernt haben, die so sehr im Kopf leben, dass alle Spontanität ihren Dienst quittierte. Verstandesmenschen, die nur Ratio, Logik und Analyse zu schätzen wissen, oder solche, die Quatsch und Unsinn ablehnen, wie der alte Mönch aus Umberto Ecos Roman. Denen kann sie dienen, den Wert der dahinterstehenden Gefühle neu zu lernen. Kapuzinerkresse bringt den Humor zurück ins Leben, die Ausgelassenheit, Fröhlichkeit und Lebenslust. Sie schafft Begeisterung für neue Erfahrungen, Lust auf das Unbekannte, den Kitzel, neues Terrain zu betreten und vielleicht alles darauf und darin ordentlich durcheinander zu bringen. So kommt die Farbe in die Gesichter der blassen Stubenhocker zurück, die sicher gute Gelehrte sein können, aber vielleicht noch besser wären, wenn sie nur den Spaß am Leben weniger vernachlässigten. Schauen wir uns das Phänomen des Lachens aus der archetypischen Perspektive an, gibt es wohl keine passendere Blüte als die der Kirsche. Die Kirsche repräsentiert den Archetyp des inneren Kindes, den Spaßvogel. Sie bringt Freude, Spaß, Lachen und Lebenslust zurück, hilft sein Herz zu öffnen und sich zu verlieben, schafft Lebensfreude und Begeisterungsfähigkeit. Die Energie der Kirsche ist die eines ausgelassenen, fröhlichen Kindes, das vor Freude nicht stillsitzen kann, sondern sie mit jeder Faser seines Körpers ausdrücken muss. Sie ist die eines frisch Verliebten, dessen Herz vor Aufregung heftig pocht, der an nichts anderes denken kann, den zuweilen Anfälle von Albernheit überkommen und der vor Glück die ganze Welt umarmen könnte. Vielleicht streben Erwachsene das Verliebtsein auch deswegen an, weil es so viele Dinge so einfach macht, weil man einen kindähnlichen, sorgenfreien Zustand erlebt. Zumindest solange die Liebe noch so jung ist wie das innere Kind. Diese Zeit sollte man nutzen, um ihre anderen Qualitäten kennenzulernen und zu entwickeln. Kirsche bringt das vielleicht lange vergessene Prickeln ins Leben zurück, wenn der Alltag grau und gram geworden ist, die Beziehung fad und flau, die Arbeit lästig und langweilig, wenn man dessen wirklich überdrüssig geworden ist und etwas daran ändern will.
Die Kirsche bringt einem den Kick, das Schöne, Abenteuerliche, Witzige im ganz normalen Alltag wieder zu entdecken und zu genießen. Einen anderen Ansatz verfolgen die Orchideenessenzen. Sie fokussieren sich auf alles spezifisch Menschliche, das unser Menschsein auszeichnet. Auch unsere Freunde die Affen, die im Gegensatz zu Bruder Williams Überzeugung sehr wohl zu lachen verstehen. Die Orchideen fördern bestimmte Fähigkeiten, das Entdecken und das Lieben, das Kümmern und das Feiern, das Träumen und eben auch das Lachen. Jede Orchideenessenz trägt den Namen einer Eigenschaft. Und bei Cattleya lindemansiana Big ist es eben Love. Lachen lernen, sich ausschütten können, nichts mehr ernst nehmen müssen. Darum geht's hier. Lachen ist gesund, die Lungen werden mit Sauerstoff durchflutet und gereinigt, das Gehirn ebenso. Die Hormone, die beim Lachen ausgeschüttet werden, beleben das Immunsystem. Endorphine lindern Schmerz, derweil der Gehalt der Stresshormone Adrenalin und Cortisol im Blut abnimmt. Kummer, Sorgen und Trauer können zumindest zeitweise weggelacht werden. Sogar chronische Erkrankungen werden gelindert. Überdies ist Lachen ansteckend und fördert die positive Stimmung in Gruppen und Gemeinschaften. Alles spricht dafür. Love ist die Essenz für alle, denen das Lachen vergangen ist. Sie bringt sie zurück in die Zeit, in der man alles Mögliche witzig fand, in der man sich kugeln wollte vor Lachen und das Kichern kein Ende nahm. Die Perspektive einnehmen können, aus der alles nicht mehr so furchtbar ernst erscheint, sich selbst und die anderen nicht mehr so wichtig nehmen, die Leichtigkeit des Seins neu kennenlernen, darum geht es bei dieser Orchidee. Aber egal, aus welcher Richtung man sich den Lachblüten und dem Phänomen des Lachens nähert, die richtige wird schon dabei sein. Wenn nicht unter den gerade genannten, dann unter anderen. Tagetes sei noch als Beispiel genannt. Fassen wir kurz zusammen. Kapuzinerkresse hilft freudlosen Denkern aus der selbstgewählten Isolation. Kirsche reanimiert das innere Kind und Love fördert die uns allen innewohnende Kraft des Lachens. Let it loose tonight in this silent paradise where the music flows. I'm gonna learn to laugh and let my spirit grow.